das war so, dass ich nach meinem Abitur etwas ratlos war, was ich machen sollte, und habe dann eine Heilpraktikerausbildung gemacht und habe 2 Jahre eine Heilpraktikerschule besucht, habe danach einen Medizinstudienplatz gekriegt und dann Medizin studiert. Und meine Erfahrung als Heilpraktiker war natürlich ganz anders wie diejenige als Medizinstudent. Und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich praktisch alles, was ich in der Heilpraktikerschule gelernt hatte, dann abgelehnt habe, als unwissenschaftlich und so weiter. Ne? Und ich habe also sozusagen diese Phasen durchlebt, auch während meiner Ausbildung, die ja viele Kollegen mitmachen, und habe dann eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich durch einen Freund einen Routengängerkurs besucht. Also das war ein Zufall, der sagte hier, ich habe von Wünschelrouten gehört. Dann habe ich gesagt, ja, also glaubst du denn an sowas? Und er sagte, ja, also ich bin einfach neugierig, will das einfach mal erleben. Und dann hat er mich animiert, zu dem Dr. Hartmann zu gehen. Also Dr. Hartmann ist ein Allgemeinmediziner, der damals in der Nähe von Heidelberg, wo ich studierte, eine Routengängervereinigung gegründet hat, den Forschungskreis für Geobiologie. Und ich habe dort einen Kurs gemacht, einen Schnupperkurs für Routengehen. Und habe dort auch gelernt, wie man mit der Route umgeht. Habe dann auch beeindruckende Erlebnisse gehabt mit einem Vorsitzenden der bayerischen Routengänger. Der ist also in der Kaffeepause mit uns rum, aus diesem Tagungszentrum raus, das war in Eberbach, da am Neckar, und sagte dann, gucken Sie mal hier, da läuft doch ein Riss durch das Haus, und das ist höchstwahrscheinlich eine Verwerfung, so nennen das die Routengänger, Spalten in der Erde, die sozusagen Ungleichgewichte machen. Und wenn Sie gucken, dann läuft das hier auf der Straße der Riss weiter. Das war also deutlich zu sehen, und wenn Sie jetzt hier gucken, dann ist dort vermehrt Unkraut, und da sehen Sie auch mehr Ameisen. Und das war also praktisch wie ein Lesen der Landschaft und der Architektur aus der Sicht eines Routengängers, wo er auch genau zeigen konnte, Bäume hatten sich gegabelt oder da war ein Blitz eingefahren, weil da sozusagen eine besondere biologische Situation war. Und dieses Erlebnis, dieses Wochenende, das hat dann dazu geführt, dass ich zu Hause mit der Wünschelroute mal im Wohnzimmer rumgelaufen bin. Und meine Tochter, die war damals, ich glaube, so 3, 4 Monate alt, lag in so einer kleinen Wiege und schrie immer nachts. Und das ist halt für einen Medizinstudenten nicht schön, weil man muss ja am nächsten Morgen in den Vorlesungen wach sein. Und ich hatte jetzt ja gelernt, wie man mit der Route umgeht, und habe dann mal geschaut und habe gesehen, dass an dem Platz, wo meine Tochter mit ihrer Babywiege stand, die Route ausgeschlagen hat. Dann habe ich einfach das Babybett ein bisschen verschoben, und siehe da, die Nächte waren ruhig. Und das hat mich halt so fasziniert. Also ich habe das später auch dem verschiedenen anderen Routengängern erzählt, die ich kenne, und die sagten ja, genau das ist mir auch so passiert. Also es ist verrückt, man kann jetzt nicht eine Regel daraus machen, dass schreiende Kinder immer auf sowas liegen, aber es war für mich einfach eindrücklich. Und ich habe dann nach ein paar Nächten gedacht, naja, ist ja toll, da hast du ja wirklich was Interessantes gelernt. Und dann schrie die Tochter wieder nachts. Und dann habe ich gedacht, naja, also das war wahrscheinlich doch eher Suggestion, Einbildung. Und dann habe ich halt geguckt, und dann stand das Bettchen wieder da. Weißt du, also auf dieser schlechten Zone. Und dann hatte meine Frau beim Staubsaugen das Bett einfach aus alter Gewohnheit wieder auf diese Stelle gestellt. Sehen Sie, ich hatte der zwar gesagt, ich stelle das ein bisschen um, aber sie wusste ja nicht den Grund. Und dann habe ich es wieder auf die neutrale Stelle, und dann war wieder Ruhe.
Ich habe dann halt Medizin studiert in Heidelberg, habe dann auch danach als Schulmediziner gearbeitet in der Klinik und habe dann damals begonnen mit einer Privatpraxis nach meiner Ausbildung in der Klinik und habe in der Praxis damals in Südbaden war ich tätig. In so einem kleinen Ort habe ich begonnen mit verschiedenen Naturheilverfahren und habe die angeboten neben der normalen Tätigkeit als Kassenarzt. Was ich da alles gemacht habe, das war jetzt halt Chirotherapie, Neuraltherapie, ich habe Ozon gemacht, also eine Menge Verfahren, die in der Naturheilkunde so gängig sind. Und habe dann mich spezialisiert auf bioelektronische Funktionsdiagnostik. Also das war eine Geschichte, die habe ich gelernt von Dr. Voll, ne? Elektroakupunktur nach Voll. Voll war der Erste, der das entwickelt hat und entdeckt hat. Das war ein Internist, der war im Schwäbischen beheimatet in einem Ort und hatte dort festgestellt, dass Akupunkturpunkte bei Krankheit anders elektrisch reagieren als gesunde Punkte. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen bestimmten Akupunkturmeridian hat, der dem Herzmeridian zum Beispiel zugeordnet ist, dann reagiert der anders auf diesen Strom, den man durch den Akupunkturpunkt tut, bei einer Herzerkrankung als bei einem gesunden. Und man kann dann mit bestimmten Mitteln, die man austesten kann, rauskriegen, was derjenige braucht. Und das war praktisch etwas, das hat mich deshalb fasziniert, weil es sozusagen so eine Schnittstelle war zwischen der normalen Medizin, die ich ja auch beherrscht habe und gemacht habe, und der Naturheilkunde. Und war halt auch so eine Möglichkeit, sozusagen einen unbekannten Bereich zu erforschen. Also diese Beziehungen zwischen Energie, Homöopathie und Reflexzonen war ja damals noch sehr unerforscht. Und das war einfach auch so ein Pioniergebiet, wo man einfach mit sehr viel Neugier und Elan viel herauskriegen konnte. Und da habe ich halt mir dann über die Jahre hinweg einen recht guten Namen gemacht und war einfach dort halt ein bekannter Therapeut, den man aufsuchte, wenn bei bestimmten Krankheiten man nicht weiterkam. Und da hatte ich also viele Erfahrungen gesammelt mit chronisch kranken Patienten, musste natürlich auch erkennen, dass ich bei vielen Patienten nicht helfen konnte. Also das war jetzt nicht so, dass alles rosenrot und glücklich und wunderbar war, sondern ich hatte auch viele Therapieversager, schwierige Fälle, wo es nicht weiterging. Und das war einfach so ein Prozess, wo ich immer mehr feststellte, dass viele Patienten psychosomatisch krank sind. Und die Psychosomatik, die gilt halt in der Medizin als so ein bisschen diagnostisch wie Schmierseife. Also Sie kennen das Stück Seife, was man in der Badewanne verliert und man kann es nicht greifen. Und so ähnlich ist die Psychosomatik. Das ist also in der Medizin oft so eine Verlegenheitsdiagnose. Also wenn man nicht weiter weiß, dann sagt man, du bist psychosomatisch. Ne? Und das haben die Patienten natürlich auch mitgekriegt. Und das wäre natürlich ein bisschen auch so eine Art eine Bankrotterklärung gewesen für meine Naturheilkunde, wenn ich sozusagen da auch dieselben diagnostischen Etiketten benutzt hätte wie sozusagen die Schulmediziner. Ne? Und musste aber sagen, dass das Psychosomatische stimmt, aber das hat noch eine andere Dynamik dahinter. Und stellte fest, dass viele Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen zwar seelisch krank sind, aber das nicht verbalisieren können. Also das ist etwas, was ja, man kann sagen, ist ein alter Hut, das weiß ja jeder, der so ein bisschen mit der Psychoanalyse schon zu tun hat. Aber das scheint so zu sein, dass das, worüber Sie nachdenken können und was Ihnen auch vorbewusst ist,
nicht dem entspricht, was wirklich in ihrem tiefen Unbewussten abläuft. Also das ist etwas, da gibt es nochmal eine Ebene, wo man sagen kann, das ist wie in so einem, wie in den römischen Katakomben. Das ist also so ganz tief verbuddelt. Und da scheinen sich viele Blockaden abzuspielen. Also das war so ein bisschen ein Prozess. Also ich habe zuerst viel gearbeitet mit Bachblüten. Das war jetzt so, dass ich praktisch mit den Bachblüten da schon weitergekommen bin. Also eine Ebene hatte, die sozusagen mehr in diese tiefen Ebenen geht, aber noch nicht tiefgreifend wirksam war. Also das war einfach so, dass die Patienten immer wieder kamen. Also der Patient fühlt sich besser, nimmt die Mittel und dann testet man ihn erneut, weil er sagt, es geht mir wieder nicht so gut. Also das ist praktisch wie so ein, man entwickelt eine bestimmte Höhe energetisch, fühlt sich gut und dann sackt man wieder ab. Und die Frage ist halt, warum ist das so? Und auch, warum wirkt es nicht bei jedem? Also es ist ja, Bachblüten wirken nach meinen Erfahrungen, also ich habe, ich würde sagen, bestimmt ein paar tausend Leute behandelt damit und wirkt etwa nur bei jedem Dritten. Also es gibt Leute, für die sind Bachblüten richtig ein Wundermittel, aber das ist halt nur ein Drittel aller Menschen. Die anderen merken nicht viel oder fast gar nichts. Und die Drittel, also diese glücklichen, happy, die sind auch nicht dauerhaft gut. Also die kommen dann wieder, man nennt das in der Medizin Drehtüreffekt. Und ich habe dann gesucht nach den Ursachen für den Drehtüreffekt und bin auf tiefsitzende Blockaden gestoßen. Und habe dann mit bestimmten Mitteln, also es war ein ganz langer Prozess, habe ich dann Hochpotenzen gesammelt, geguckt. Also man testet ja immer in der Akupunktur, in der Elektroakupunktur, was anspricht, und habe dann festgestellt, dass bestimmte Patienten bestimmte Mittel brauchen und dass die bei denen stark im Test ansprechen. Und dann war das so, dass ich festgestellt habe, das sind bestimmte Gruppen von Leuten und die haben oft Mittel, sagen wir mal jetzt als Beispiel Tarantula, Tarantel und andere Zornmittel. Und dann habe ich diese Person im Sprechzimmer gehabt und habe gesagt, also hier, ich teste bei Ihnen das und das. Das spricht eigentlich für ganz viel Zorn und Ärger. Und ich muss zugeben, dass Sie nicht so auf mich wirken. Sie sind eigentlich eine sehr friedliche, freundliche Person. Und dann sagte diese Patientin zu mir, ja, das, was Sie da sagen, stimmt aber haargenau. Ich bin oft innerlich stinksauer, unheimlich zornig und ärgerlich, aber ich kann das nicht rauslassen. Ich habe irgendwie eine Blockade, diesen Ärger auszuleben, und ich kann mich wahnsinnig über meine Nachbarn oder über das und das ärgern. Und dann wusste ich halt, ich bin auf der richtigen Spur. Ne? Und habe dann diese Sache immer weiter verfolgt und habe dann festgestellt, dass eben sehr, sehr viele meiner chronisch kranken Patienten auf diese Mittel angesprochen haben. Und habe dann festgestellt, dass oft die äußere Fassade, also wenn einer zum Beispiel besonders friedlich und freundlich wirkt, dass der oft so ein Zornigel ist. Ne? Also so eine Fliegen, wie sagt man, so eine schlafende Bombe. Man kann jetzt nicht jedem, der ein friedlicher Mensch ist, sozusagen so einen Terroristen andichten. Ne? Aber das ist oft so, dass Menschen, die einfach was unterdrückt haben, dass die so praktisch innerlich das Gegenteil sind von dem, was sie nach außen zeigen. Also besonders, sagen wir mal, auch jetzt das Gegenbeispiel, besonders aggressive Leute sind oft innerlich sehr ängstlich. Und ich habe dann festgestellt, dass zum Beispiel viele Extremsportler auf ganz viele Angstmittel ansprechen. Also das scheint irgendwie so ein, wie nennt man das, so eine Angstspannung zu sein, so eine lustvolle Erregung,
wisse, wie wenn man, wie eine Sucht, dass man einfach sozusagen mit dem Teufel, mit dem inneren Diabolo spielt und da sozusagen so eine Art Fight macht. Und das war halt einfach sozusagen der nächste Schritt, den ich entdeckt habe, dass einfach viele Menschen diese seelischen Konflikte haben, die dann so tief unbewusst sind, dass sie einfach den meisten nicht bewusst sind. Und das Spannende ist, wenn man ihnen das erzählt, dann können sie das sagen, dass das stimmt. Das war halt einfach ein Prozess, der dann dazu geführt hat, dass ich diese Methode entwickelt habe, die psychosomatische Energetik. Der Name ist nicht gerade, sagen wir mal, besonders toll, aber es entspricht einfach dem Inhalt. Also es ist praktisch eine Behandlung, wo man die Psyche und die körperliche, also das Soma heißt Körper, wo man körperlich-seelische Krankheiten anspricht über das Energiesystem. Und dass man sozusagen alle drei behandelt. Also das war so in Kurzform die Entwicklung, wie es dazu gekommen ist. Also das Energiesystem ist etwas, was es in unserem naturwissenschaftlichen Weltbild nicht gibt. Also das ist etwas, das ist so hypothetisch wie, sagen wir mal, Liebe, Gottesglaube und andere Theorien, wo man nicht weiß, was ist das eigentlich. Es gibt nichts, wo man Liebe fassen kann oder die Wertigkeit eines Kunstwerkes spüren, objektivieren. Das sind halt alles Dinge, die schon stark in den subjektiven Bereich reingehen. Aber es ist jetzt falsch zu glauben, dass das alles Einbildung ist. Also es ist etwas, was sehr stark auch auf unseren Körper und auf unsere Seele zurückwirkt. Also das Feinstoffliche hat einen viel größeren Einfluss auf uns, als wir das normalerweise uns bewusst sind. Ne? Und das ist so eine spannende Geschichte, wo man sagen kann, also die feinstoffliche Energie, die scheint eine wichtige Schlüsselfunktion in unserem Leben zu haben. Und das spüren viele Menschen intuitiv. Man sagt ja auch, jemand hat, sagen wir mal, ganz viel Lebenskraft oder strotzt vor Energie. Und das ist etwas, was man heute auch zum Beispiel in der modernen Medizin als Resilienz bezeichnet. Also als Fähigkeit, mit Konflikten und Problemen umzugehen. Und man darf das natürlich jetzt nicht so missinterpretieren, dass man sagt, Resilienz bedeutet, du kannst mit mir alles machen. Ne? Oder ich bin sozusagen wie so ein Gummiboxer, wo ich alles toleriere. Ne? Sondern das ist eigentlich eine Geschichte, wo man auch ganz klar sagen kann, hier, da sind meine Grenzen. Das gehört auch mit zur Resilienz. Ne? Das war jetzt nochmal ein langer Prozess, wie sich das so entwickelt hat. Also das war einfach so, ich habe wie gesagt erstmal diese ganzen Mittel entwickelt und habe festgestellt, dass die segmental angeordnet sind. Also die Wut sitzt zum Beispiel oft im Oberbauch, wo man auch traditionell, zum Beispiel in der chinesischen Medizin, Wut und Ärger werden sozusagen der Leber und der Galle zugeordnet. Ne? Und man sagt, dir läuft die Galle über. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass viele Sprichwörter diese seelischen Verletzungen umschreiben. Also dem ist das Herz in die Hose gefallen oder dem ist das Kreuz, ist dem Kreuz gebrochen oder liegt ihm auf den Schultern und so weiter. Ne? Und das entspricht eigentlich häufig diesen psychosomatischen Zusammenhängen. Und jetzt habe ich festgestellt, dass diese Komplexe, die ich entwickelt hatte, dass die bestimmten Körpersegmenten zugehörig sind. Jetzt war der nächste Schritt, dass ich festgestellt habe, dass diese Energiezentren auch mit tiefen Persönlichkeitsstrukturen zusammenhängen. Also Leute, die zum Beispiel im Oberbauch ihre Wut und ihren Zorn haben und sozusagen etwas haben wollen,
oft bei Leuten mit Essproblemen, also entweder Über- oder Untergewicht, die haben oft hier ihre Probleme, dass diese Menschen dem Persönlichkeitstyp des Cholerikers oder Depressiven entsprechen. Also das war etwas, was man sagen kann, die Persönlichkeitstypologie, die hat sich einfach daraus erschlossen. Das war einfach, passte einfach zusammen. So dass man sagen kann, das war eigentlich wie eine Wiederentdeckung. Also wie eine Renaissance des alten Persönlichkeitswissens, ne, von Hippokrates und so weiter. Und das Spannende war jetzt, dass mit unseren Mitteln konnten wir energetisch testen, welches Chakra dominant ist, also welches Energiezentrum, wo der größte Konflikt sitzt, und konnten damit sozusagen die Persönlichkeitsmerkmale einer Person in wenigen Minuten feststellen. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, Persönlichkeit ist irgendwie so wie so eine Gummigeschichte, passt fast immer, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist so, dass ein Sanguiniker ganz streng zu unterscheiden ist von einem anderen Typ, also zum Beispiel von einem Depressiven. Und diese Typen sind ganz klar getrennt und entsprechen einem uralten Wissen. Also das ist einfach ein Wissen, was sich über Jahrhunderte entwickelt hat und was einfach zum Menschheitsschatz gehört. Und der Vorteil jetzt bei unserer Testung ist, dass wir praktisch rauskriegen können, wo jemand diese energetischen Blockaden hat und was für ein Charaktertyp er ist. Also das wissen wir nicht. Also wir sind halt praktisch wie jemand, der findet irgendwas, und wir können nicht sagen, wo das herkommt. Es scheint nur so zu sein, dass sie praktisch das von Geburt an haben. Also sie sind ein bestimmter Typ, und das scheint sozusagen ein bisschen wie bei so einem Auto. Das ist ihre Baugruppe. Also sie sind einfach ein bestimmter Typ, und jetzt sind ihre Geschwister eventuell andere Typen. Also das ist jetzt nicht so, dass in einer Familie immer derselbe Typ produziert wird. Das ist wie beim Volkswagen, sagen wir immer nur Golf oder so, sondern es gibt verschiedenste Typen, und diese Typen, die haben jetzt eine Beziehung zueinander. Also man kann sagen, wenn Sie jetzt einen bestimmten Typ haben, sagen wir mal, Sie sind ein depressiver Typ. Also man sagt depressiv, das hat so eine Tönung von Wehleidigkeit, schlechter Stimmung und so. Und was, sagen wir mal, besser wäre, dass man sagt, ein emotional mitfühlender Typ. Also das sind Menschen, die einfach sehr empathisch sind, sehr mitfühlend. Und diese Menschen, die haben zum Beispiel oft eine Unfähigkeit, sich klar festzulegen, und passen sehr gut zum Beispiel zum sogenannten schizoiden Typ. Also der Schizoide, der hat seinen Zentralkonflikt im 1. oder 7. Chakra. Das sind die Menschen, die nicht richtig geerdet sind, kann man sagen. Und wenn die beiden Typen sich zusammentun, dann ist das praktisch wie zwei falsche Hälften, die zusammen sozusagen sich ergänzen. Und man kann sagen, wenn Sie eine glückliche Ehe haben oder eine glückliche Partnerschaft, können auch zwei, also homosexuelle Partner sein. Es geht einfach jetzt um dieses grundsätzlich Menschliche. Dann können Sie sagen, dass diese zwei Typen, wenn die zusammenpassen, dass die eine natürliche Ergänzung sind füreinander. Unter der Maßgabe, dass die nicht zu extrem sind. Also wenn Sie jetzt einen Depressiven haben, der ganz depressiv ist, dann nutzt Ihnen der ausgleichende Partner nichts. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Also man muss eine gewisse Anpassungsfähigkeit, oder wie nennt man das in der Eheberatung, Kompromissfähigkeit oder sowas haben, damit man sozusagen den anderen toleriert und mit ihm harmonisiert. Ne?